Die AKX, das wohl bekannteste Projekt der AKFlieg Karlsruhe, neigt sich dem Ende zu, beziehungsweise besser gesagt ihrem Erstflug. Und damit brauchen wir natürlich ein neues Projekt, das uns herausfordert. Ähnlich wie bei der AKX wollen wir bei dem neuen Projekt auch eine Leistungssteigerung durch eine Widerstandsreduktion haben. Anders als bei der AKX wollen wir das Ganze hier aber nicht durch eine Einsparung des Leitwerks realisieren, sondern durch ein optimiertes Tragflügelprofil. Durch die reduzierte Tragflügelfläche erreichen wir es, dass wir den aerodynamischen Widerstand deutlich senken können und damit insbesondere im Vorflug Effizienzvorteile haben. Gleichzeitig können wir durch die Ausschlagung der Klappe an der Vorderkante aber auch genau dann Auftrieb erzeugen, wenn wir ihn benötigen. Heißt zum Beispiel im Langsamflug, wenn wir starten oder landen wollen. Dann können wir gezielt die Krümmung des Profils so ändern, dass wir mehr Auftrieb bezogen auf die Flügelfläche erzeugen können. Beide Aspekte, zum einen, dass wir den aerodynamischen Widerstand herabsetzen können und zum anderen, dass wir ein optimiertes Auftriebsverhalten des Flügelprofils haben, stellen ein sehr vielversprechendes Konzept dar und damit war die Idee der AK11 geboren. Mit der AK11 wollen wir den leistungsstärksten 20-Meter-Doppelsitzer der Welt bauen. Und dazu wollen wir die Flächenbelastung im Vergleich jetzt zu einem konventionellen 20-Meter-Doppelsitzer von maximal 52 Kilogramm pro Quadratmeter auf bis zu 70 Kilogramm pro Quadratmeter erhöhen. Stellt sich natürlich die Frage, was bringt uns jetzt eigentlich eine hohe Flächenbelastung und inwiefern können wir dadurch eine Leistungssteigerung erzielen? Ja, um zu erklären, warum denn die Vorderkantenklappe jetzt zu dieser Leistungssteigerung führt, müssen wir uns einmal die Auftriebsgleichung anschauen. In der Auftriebsgleichung steht das L für den Auftrieb. Dieser muss gleich dem Gewicht des Flugzeugs und der Gewichtskraft der Erdbeschleunigung entsprechen. Das A steht für die Flügelfläche, das CL ist unser Auftriebsbeiwert, der uns quasi sagt, wie arg unser Profil uns nach oben tragen möchte. Das Rho ist die Luftdichte und das V ist eben unsere Fluggeschwindigkeit. Und im Endeffekt können wir halt eben mit dem A und dem CL ein bisschen spielen. Dadurch, dass wir jetzt bei unserem Profil einen höheren Auftriebsbeiwert erreichen, können wir, um immer auch den gleichen Auftrieb zu generieren, können wir eben die Flügelfläche verkleinern. Das kann man jetzt in die Widerstandsgleichung einsetzen und da sieht man relativ direkt, dass eine geringere Flügelfläche zu einem geringeren Widerstand führt, also zu einer höheren Leistung, zu einer besseren Gleitzahl. Der andere Faktor ist, dass die Steigerung der Flächenbelastung unsere Polare und unsere Fluggeschwindigkeitspolare, in der wir uns bewegen, in dem unser Flugzeug fliegt, sich zu höheren Geschwindigkeiten verschiebt. Dadurch können wir effektiv unsere Gleitzahl bei einer höheren Geschwindigkeit fliegen, was uns Vorteile verschafft im Wettbewerb oder halt eben auch ganz normal bei Streckenflügen. Dass unsere Vorderkantenklappe zu einem höheren Auftriebsbeiwert führt, können wir direkt über der Auftriebsverteilung über dem Profil erkennen. Im verformten Zustand erzeugt das Profil einen höheren Unterdruck als im unverformten Zustand, was sich in einem höheren Auftriebsbeiwert äußert. Letztendlich stellt sich aber die Frage, warum denn Airliner diese Technologie schon längst verwenden, Segelflugzeuge aber noch nicht. Das liegt daran, dass Segelflugzeuge im Gegensatz zu Airliner-Profilen Laminarprofile verwenden. Strömungen können auf zwei Arten und Weisen strömen. Die eine ist laminar, die andere ist turbulent. In einer laminaren Strömung bewegen sich die Luftteilchen parallel zueinander, während sich in einer turbulenten Strömung diese ungeordnet bewegen. Und diese ungeordnete Bewegung führt zu einem höheren Widerstand. So ein Umschlag von laminar in turbulent kann zum Beispiel durch eine Störung in der Strömung durch einen Klappenspalt verursacht werden. Und wenn das eben sehr früh im Profil passiert, führt das zu einem höheren Widerstand. Um das zu vermeiden, haben wir auf der Oberseite ein flexibles Biegelaminat verwendet, wodurch die Strömung über dem Klappenspalt laminar bleibt und dadurch der Widerstand weiterhin gering. Deswegen erhoffen wir uns eben Leistungsvorteile bei der AK11. Und um zu testen, ob das in der Praxis so funktioniert, haben wir einen Demonstrator gebaut, mit dem wir Bauweise und Kinematik der Vorderkantenklappe testen konnten. Der Demonstrator ermöglicht uns eine gute Abschätzung des Bauraums, der bei der AK11 sehr stark begrenzt ist, da das Flügelprofil deutlich dünner ist als herkömmliche Flügel. Für den Demonstrator haben wir uns für eine gemeinsame Aktuierung der Vorderkantenklappe und der inneren Wölbklappe entschieden. Das Ganze funktioniert hier über einen gemeinsamen Umlenkhebel, der das Signal aus dem Rumpf an die beiden Klappen jeweils verteilt. Beide Klappen schlagen dabei gleichzeitig, wie man es hier erkennen kann, aus, aber in einem unterschiedlichen Verhältnis zueinander. Die Vorderkantenklappe macht so ungefähr 6 Grad, während die Hinterkante um maximal 35 Grad ausschlagen kann.
Für die Bewegung der Vorderkantenklappe haben wir uns für eine selbstkonstruierte Art einer Bogenführung entschieden, die es uns ermöglicht, den Drehpunkt in das Biegelaminat an der Oberschale zu verlegen. In der Nut der Bogenführung laufen 3 Nadellager, die uns jetzt eine Relativbewegung zwischen der Vorderkantenklappe und dem Hauptflügel ermöglichen. Die Bogenführung selbst, die ist fest mit dem Holm und damit dem Hauptflügel verbunden, wohingegen die Nadellager in die Rippe eingeklebt sind und damit fest mit der Vorderkantenklappe verbunden sind. Diese Lösung ermöglicht uns, dass wir eine sehr präzise und reibungsarme Führung haben und dass die ganze Lösung sehr, sehr kompakt baut. Damit es im Flug nicht zu einem Umschlag von einer laminaren zu einer turbulenten Strömung kommt, ist der Klappenspalt an der Oberseite mit einem biegbaren Glaslaminat abgedichtet und auf der Unterseite mit einem Meilerband. Die Hinterkantenklappe ist konventionell ausgeführt mit einem Umlenkhebel, der diese konventionell ansteuert. Das Konzept funktioniert insgesamt sehr gut, damit sind wir sehr zufrieden. Vor allem die Bogenführung hat es uns ermöglicht, die Steuerung spielfrei einzubauen. Durch den Demonstrator haben wir ein erstes Gefühl für die Herausforderungen hinsichtlich Bauraum und Fertigung eines derartig optimierten Flügelprofils erhalten. Wir konnten wertvolle Erkenntnisse sammeln, was man vielleicht bei einem fliegenden Prototypen anders machen würde. Zum Beispiel, dass wir die Integration des Biegelaminats in die Oberschale jetzt anders gestalten würden. Für das kommende Jahr 2026 ist der Bau des Windkanalmodells geplant, das wir dann auch im Mai nächsten Jahres im Laminarwindkanal der Uni Stuttgart am Institut für Aerodynamik und Gasdynamik vermessen wollen. An dieser Stelle möchten wir uns auch nochmal bei unseren Unterstützern und Förderern bedanken. Ein besonderer Dank gilt hierbei dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg, aber auch Johannes Achleitner, dem Patentinhaber des Konzepts der spaltlosen Vorderkantenklappe, möchten wir an dieser Stelle danken, der uns bei der Auslegung unterstützt und sein Fachwissen mit uns teilt. Und wenn ihr jetzt denkt, was ein nices Projekt, dann folgt unserem YouTube-Kanal und freut euch auf weitere Videos. Bis bald. Wir freuen uns. Wir freuen uns.